Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück hier bei Alan Wake's American Nightmare. In der letzten Folge haben wir uns quasi wieder in die Zeitschleife, Pumpgun, ja, ich nehme mal die Pumpgun mit. Wir haben quasi die Zeit wiederholt. Nein, wir sind in einer Zeitschleife gefangen. So, fertig. Und tatsächlich machen wir mehr oder weniger genau das gleiche wie vorher auch. Ich habe auch in der letzten Folge, habt ihr ja wahrscheinlich gesehen, den gleichen Fehler begangen wie vorher auch. Habe nämlich den Schlüssel hier zu dem Observatorium einfach zu früh genommen. Und jetzt habe ich das Problem, dass am Motel immer noch, ich glaube, eine Seite oder sowas war in diesem einen Raum. Ja, da muss ich tatsächlich dran denken, dass ich beim nächsten Mal erst in die anderen Räume gehe. So, und jetzt gucken wir mal, was das Radio uns dieses Mal erzählt. Ich hoffe, was Spannendes. Pretty little light just started blinking on my board here, and that means there's a caller out there. You know, when the hours stretch into eternity like this, when it feels like I'm stuck in a rut and just reliving the same endless night over and over again. I feel genuinely touched by someone actually reaching out to me, breaking the monotony. I just want you to know that it really matters to me. Caller, you're on the air. You suck, Eddie! Did you know that this is my dream job? True fact? Tja. Ja, hat er einen Anrufer gehabt. Der Anrufer mochte ihn wohl nicht. Klang jetzt zumindest so. Also glaube ich. Wenn mir einer ins Gesicht sagt, you suck, wüsste ich nicht, was ich anderes denken sollte. Okay, hier ist noch Munition, aber hier... Ich sehe immer diese Fragezeichen, aber hier ist nichts bei den Fragezeichen. Oder bin ich einfach nur blind und übersehe das? Wir laufen mal auf die andere Seite. Ah, hier ist sogar was. Dr. Meadows. Und da oben haben wir auch noch Neue Realität, Fragment 1. Dann lesen wir das doch mal zuerst. The atmosphere in the projection booth at the drive-in was charged, almost unreal. Despite that, the air felt cool and refreshing this late at night. It'd been a hot day. The summer was nearing its end, but it wasn't over yet. Ja, das Autokino, da kommen wir später wieder hin. Dr. Meadows, mal gucken, was wir jetzt über Dr. Meadows erfahren. Ich weiß gar nicht mehr. Ach, das ist die Tante da im Abendkleid, ja. When Dr. Rachel Meadows got the call from Michael, telling her to hurry to the observatory, she didn't waste any time. It had been a nice party. She'd had a good time, but her social life would always play second fiddle to the mysteries of space. Michael never showed up, of course. He pulled over at the wrong rest stop. She never even thought about him at the time. The phenomenon in the sky above her was too fascinating. Also wenn ich das richtig verstehe, hatte Dr. Meadows ein Date und hat das aber ganz bewusst verpasst. Wer macht sowas? Verstehe ich nicht. Okay, so, wir müssen das Bildverarbeitungssystem holen, stimmt, weil wir wissen ja jetzt schon, was wir machen müssen. Wir haben das ja alles schon mal erlebt. Ich sollte vielleicht auch... Komme ich hier irgendwie drüber? Ach, nee, ich komme jetzt gerade nicht da drüber, weil... Dinge. Wir müssen mal wieder hier mit ihrem Rotz um sich schmeißen. Das war wohl eine Blendgranate. Egal, hat getroffen. So, mein Gutster. Und jetzt du noch. Du kannst so viele Blendgranaten schmeißen, wie du willst. Auch mit dir geht es zu Ende. Ich glaube, wir können hier nicht drüber, oder? Nee, ist ja nicht, keine Ahnung. GTA. Ja, in GTA kann man ja wunderbar über Zäune klettern, hier nicht. Und jetzt ist hier auch zu, oder? Nee, ist immer noch offen. Das heißt, wir können hier kurz mal neue Munition schnappen. Ich glaube, das ist auch ganz gut. Wir laden auch mal diese komische Pumpgun nach, weil die hat 5 Schuss. Naja gut, 5 Schuss geht. Die hat halt nicht so die Reichweite, aber ganz ehrlich, diese Armbrust, die weiß ich nicht. Ich mag sie nicht, die schießt irgendwie zu langsam. Und ich treffe nicht. Mit der Pumpgun treffe ich wenigstens. So, das Bild, jetzt verstehe ich auch, warum wir das niemals hätten am Anfang freischalten können. 15 Manuskript, ich glaube mittlerweile können wir, oder? Wunderbar, wir wechseln auf das Jagdgewehr.
Und ich hoffe, das Ding ist ein bisschen stärker. Und dann ist irgendwo hier... war ja klar, so einfach ist das nicht. Was war das gerade? Naja, egal. Wir haben das Bildverarbeitungsgerät auch Kamera genannt. Also wenn ich da unten hingucke, das sieht aus wie eine Kamera. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch hoch zum Observatorium und der guten Doktorin das Ding geben, wenn wir nicht schon wieder von einem Vogelschwarm... Das Ding ist ja genauso lahm wie die... So, haben wir die beide. Hä? Erledigt? Erledigt, okay. Also bleiben wir bei der Submachine Gun. Also, jetzt dachte ich, ich könnte hier gemütlich mal hochlaufen und mir einfach irgendwie 50 Meter Weg sparen. Aber das Spiel lässt uns nicht. Ach, jetzt weiß ich auch, warum vorhin da dieser... das stimmt. Ich erinnere mich wieder, es gab ja gar keine Medkits, sondern man muss ja einfach nur ins Licht laufen und dann heilt man sich. Das habe ich natürlich vorhin mehr oder weniger vergessen. Und ich glaube, die Laterne ist umgefallen. Ach, komm schon. Ich glaube, die Laterne war umgefallen, weil der Satellit draufgefallen ist oder so. So, du... War der jetzt... Ich glaube, den haben wir im letzten Moment noch erwischt. Aber bei dem brauchen wir auch nicht mehr so lange. So, wir nehmen erstmal die Seite. Die gucken wir gleich an. Was ist das? Karabiner. Nee, ich glaube nicht. Aber jetzt wollen wir doch trotzdem mal wissen, was denn schön in unserem Manuskript steht. Die Natur von Geschichten. Stories come naturally to us. We can't help it. There are many different worlds, many competing realities within our heads, fueled by books, television, even barely remembered childhood tales. There's an endless supply of fictional concepts more familiar to us than anything or anyone real. We have a far greater connection to the fictional characters we know and love than the random people we pass on the street. Our destinies and inspirations are shaped by lies, myths, and fables. So, die Gute wird uns natürlich jetzt, glaube ich, erstmal wieder nicht reinlassen. It's you. How dare you? No, wait. It isn't you, is it? I suppose you'd better come in. I'll unlock the door. Okay, also... Also sie hat sich jetzt auf jeden Fall anders verhalten als vorher. Mal gucken, was gibt's hier bei Night Springs? Ah, da ist er wieder. I know what you're thinking. Evil twin, supernatural powers. But most of the time, I just like to keep things basic. I want you to understand that. Like this. Need to get your hands dirty? No batteries, no moving parts, just physics. That's technology you can depend on. It's a classic. Speaking of classics, you need to be careful with this one, though. If the victim suddenly twists, you might end up cutting yourself. It's not really a workhorse, but I'm a sucker for this style. Now this is more like it. You've got slip-resistant grip. Believe me, you really want that traction once you're wrist deep in somebody. The blade's stiff enough so it won't open by accident in your pocket, but it's still really easy to open with just one hand. Now that's a big thing for me. I know what you're thinking. It's too big, too heavy. But sometimes you just need the extra oomph. If you're talking intimidation, this is gonna do the job. Also great for dismemberings and whatnot. You know, the messy jobs.
I can't tell you how many things I've MacGyvered with this stuff. Okay, now guns. Not a big fan. I mean, how are you supposed to really connect with somebody with a bullet? I want you to understand that. I take pride in what I do. We can't both be worthless hacks, can we? Nee, es reicht, wenn du einer bist. Ja, der Typ ist echt irre. Wird also... Ja. Achso, wir müssen gar nicht erst zu ihr hoch. Schade, ich hätte mir die gerne nochmal angeguckt. Wir können das Ding gleich einbauen. So, dann fahren wir das Teleskop runter, dann hänge ich das Bildverarbeitungsgerät da wieder rein. Warum sagt er nicht, warum sagen die nicht einfach Kamera? So, und dann können wir... Yes, that's right. I remember. All right, let me think. If they're sabotaging it, they'll be at the primary coolant pipe outside. If you can secure it, we should be ready to pick up the signal. That is why you're here, isn't it? Yes, it is. I'll take care of it. Before you go, if you have the time, I'd appreciate if you came up here and explained a few things. All of this is very strange to me. Genau. Die primären Rohre sichern. Achso, wir müssen wieder raus. Stimmt. Und müssen, glaube ich, zu diesem anderen Gebäude. Und müssen die primären Rohre sichern. Hört sich jetzt sehr dramatisch an. Ja, die meint auch so, ach, wenn Sie mal ein bisschen Zeit haben, ne, wir haben ja noch sonst nichts zu tun, dann kommen Sie einfach mal hoch, erklären mir mal ein paar Sachen. Ja, ist klar. Wir haben ja echt sonst nichts zu tun hier. Und der rennt mal wieder wie so ein... Naja, komm. Ist gut, ich lass dich mal lass dich mal Luft holen, jetzt geht's aber schnell weiter. Wir haben noch keine Zeit. Wir müssen die Welt retten. Also, ich meine, da kann man sich ja nicht hier irgendwie beliebig Zeit lassen. Moment, wieso sind die Rohre jetzt da unten? Die waren doch vorher da. Also wahrscheinlich, weil wir die Geschichte verändert haben. So, weg mit dir, weg mit dir. Es kommt davon, wenn ihr mich einfach so von hinten überrascht. Mag ich nämlich nicht. Oder war das... Nee, jetzt ist das irgendwie hier. So, ach, die gehen ja gar nicht kaputt davon. Jetzt... Doctor, can you hear me? I think we're good to go. All right. I'll start looking for the signal. Please, head back. Ach, und da werden wir schon wieder angegriffen von dem Wagen. Ich glaube, die Dunkelheit will uns nicht zurücklassen, so wie das aussieht. Die wird jetzt da wahrscheinlich irgendwo den Weg blockieren. Ja, ist klar. Ja, das glaube ich auch. Trotzdem haben wir, glaube ich, erstmal alles wieder hergestellt. Das heißt, wir können wieder hoch zu Dr. Meadows. Geh weg, du Auto. So, da kommt bestimmt gleich noch was geflogen. Ja, ist als... So, das ist erledigt. Ach, Batterien immer wieder. Das wäre auch erledigt. Was kommt als nächstes? Da ist noch irgendwas. Ein Anhänger? Nee, keine Ahnung, was das ist. Ich erkenne es auch nicht. So. Den da noch. Ich hoffe, jetzt ist aber mal gut hier. Ja. Ich höre da drüben aber noch Dunkelheit. Ah, da ist noch ein Anhänger. Ja, den können wir auch einfach lassen.
Ich glaube, der stört uns nicht mehr, nur die Dunkelheit. Die will uns hier tatsächlich ein wenig... Oder will uns daran hindern. Ein wenig hindern, genau. Nö. Du nicht, mein Lieber. Du nicht. Und du auch nicht. So. Erledigt. Batterie eingesetzt. Ach, und die ist wieder leer. Immer diese... Also... Überall liegt Munition rum, aber dass der mal so mehr als 2 Magazine einsteckt, da denkt der auch nicht drüber nach. Das ist ja schon wieder so ein komischer... So. Ruhe jetzt hier. Ich will da rein, habe ich gesagt. So, was willst du noch? Du willst wieder so komische Dinger werfen, ne? Jetzt habe ich tatsächlich nicht aufgepasst. Irgendwo ist wieder so ein blöder... Da. Da ist er doch. Okay, die Gruppe haben wir auch. Können wir jetzt endlich in Ruhe zurück in das Observatorium? Ja, mach schon die Tür auf. Du hast doch eh gerade durch die Kamera geguckt. Ich hab's doch gehört. So, hier gibt's wieder zumindest ein paar... Ja, ich weiß, dass das Ding leer ist. Aber irgendwo hier hinten, da ist so eine Munitionskiste. Ich frage mich gerade, da wir ja eigentlich immer mehr wissen, was wir machen müssen, also geht das dann immer schneller? Weil ich meine, jetzt dieser Durchlauf der Geschichte, den wir ja schon mal erlebt haben, der geht ja deutlich schneller als der erste. Find the signal? Yes, I don't think it's quite the same thing we had, the last time. Still, we're definitely picking it up. Are we getting the complete signal now? I'm afraid not. Take a look at it yourself. I'm printing out a hard copy now. I'd like to ask you a question or two before that, though. If you don't mind. Nö, frag ruhig. What's on your mind, Doctor? Most people would find these events extremely disturbing, provided that they survive these creatures, that is. You seem to be quite adept at dealing with the situation. Why is that? Yes, I was involved in... It's a complex story. I was in this small town, and a horrible thing from another dimension kidnapped my wife and manipulated me into writing this horror story that came true. I learned to fight it with light, and I managed to contain it and free my wife. But I was trapped in its world. Are you serious? Absolutely. So, I'm used to reality working in strange or even impossible ways. And I fought these things, not exactly like this, but close enough for a good while now. Of course, I have certain advantages. Wollen wir sonst noch was wissen? Was there anything else? What did you mean when you said you have advantages? At the risk of sounding like a lunatic, reality is much more fluid than people think. It can be influenced. I didn't take you for a mystic. I'm not. I'm a writer. And under certain conditions, I can, for lack of a better word, rewrite reality. Change things. That's absurd. But it works. Assuming I believe this, why don't you simply, I don't know, write yourself some superpowers? It's not quite that simple. You need to follow certain laws of drama, I suppose. You need to think about consistency and symbolism. Often what you write isn't anywhere near as important as what you imply. There are things out there that will take advantage of your mistakes. You really believe in this? Ja, was denkst du denn? Look at me like that. You've experienced some of this yourself. I will gladly admit that something exceedingly strange is going on. But this idea that you're somehow altering reality with your writing is ridiculous. You're essentially saying you're controlling my actions. Leaving aside the rational arguments against this, what gives you the right? Well, it's more like having a destiny. A path you're on. You're not aware of it, but there it is. If somebody changes it, what difference does it make? It's what every writer does. If you write something that affects one of the characters, they don't really know about that. I'm not a character. Are you saying that it's all right to take advantage of someone if they aren't aware of it? Look, all I meant was that if you're genuinely making all your own decisions, and those decisions lead to whatever destiny you have, what practical difference does it make? I suppose that depends on whether our destinies are determined by things like physics and probabilities, or natural reality, which is presumably neutral and impartial.
or by some kind of an intelligence. If it's the latter, that intelligence makes choices based on some criteria. If we suffer as a result of those choices, there's a moral and ethical element involved, regardless of whether we're aware of its manipulations. Wouldn't you agree? You're taking this very well. I thought you'd be hangry. I suppose I would be if I thought you could actually do this. Ich dachte die ganze Zeit, die steht da und raucht. Und die hat nur die Hand so komisch hochgehalten. Another signal fragment. The message is still not complete, but it's another piece of the weapon he has built against his adversary. Mere words on a piece of paper, but in the right hands, they will hold back the darkness. So, und damit geht es wieder zum Autokino. Diesmal tatsächlich deutlich schneller. Das Autokino von Night Springs, Arizona. Und The last time the man came to the drive-in, it did not end well. He hopes to avoid that fate this time. He hopes that what he has brought with him to this place is enough. genau, und wie es am Autokino weitergeht, das seht ihr wie immer in der nächsten Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.